Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 4. Episode unseres Abenteuers Zusammenprall der Welten aus dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ja, und in dieser Episode gründen wir ja unsere erste Kolonie. Wir haben die Möglichkeit zwischen Knossos. Diese Stelle, der Standort einer ehemaligen atlantischen Basis, würde einen ausgezeichneten Außenposten abgeben, von dem aus wir Ägypten und seine wilden Krieger befreien können. Ja, Knossos, die wir ja entsprechend hier besiegt haben, wieder neu aufbauen und als Kolonie entsprechend weiterentwickeln. Oder Salamis. Dieser gut versteckte Ort bietet leichten Zugang zu den reichen Städten Phöniziens. Wir beginnen aber Knossos wieder aufzubauen und als unsere Kolonie zu entwickeln. Und dann schauen wir mal, was man uns dazu zu sagen hat. Die Stadt, die hier aus der Asche der einstigen Festung von Atlantis ersteht, soll ein Symbol dafür sein, was bald mit aller Welt geschehen wird. Was einst zu Atlantis gehörte, wird fortan zu Griechenland gehören. Von hier wird es uns leicht fallen, das atlantische Machtzentrum in Ägypten anzugreifen. Diese alte und stolze Gesellschaft, die für ihre militärischen Errungenschaften berühmt ist, stöhnt seit langem unter der Knechtschaft der Atlantiden. Viele sehnen sich nach Freiheit. Andere Ägypter wiederum widersetzen sich Veränderungen. Saqqara, eine der ältesten atlantischen Städte in Ägypten, hat sich längst mit der Vorherrschaft der Atlantiden abgefunden. Das Volk von Saqqara fürchtet, dass es nach der Befreiung von Atlantis nur einen Herrn gegen einen anderen eintauscht und möchte die Herrschaft der Atlantiden lieber fortsetzen, als sich dem Unbekannten stellen. Aber wenn Saqqara den Atlantiden überlassen bleibt, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sie jene ägyptischen Städte zurückerobern, die wir befreien. Daher steht fest, Saqqara muss erobert werden. Es wird nicht leicht sein, die Atlantiden aus Ägypten zu vertreiben. Abgesehen vom Widerstand Saqqaras müssen wir mit atlantischen Besuchern aus einer neuen befestigten Stadt rechnen, die die Atlantiden gegründet haben. Diese Stadt heißt Thera und verfügt bereits über eine starke und mächtige Streitmacht. Mit Unterstützung durch Lixus ist sie bestens ausgerüstet, jedem Angriff zu trotzen und mehr als imstande, gewaltige Feldzüge zu führen. Diese Kolonie-Episode trägt den Titel Straße nach Ägypten. Ja, und wie das Intro uns schon mitgeteilt hat, sollen wir mit unserer Kolonie Knossos die Macht von Atlantis im alten Ägypten brechen, indem wir Memphis, Theben und Saqqara regieren. Ja, und wir müssen in unserer Kolonie ein Heiligtum einer beliebigen Gottheit errichten. Das klingt nach jeder Menge militärischer Präsenz und Aktivität. Ja, und wie wir auch erfahren haben, haben die Atlantiden bereits einen neuen Stützpunkt im Mittelmeerraum errichtet, nämlich Thera. Ja, und man merkt, dass halt beide Abenteuer, nämlich die Wiedergeburt von Atlantis und Zusammenprall der Welten, sehr schön interlinkt sind, wo wir tatsächlich beide Seiten entsprechend hier spielen. Wir haben ja bei dem Abenteuer die Wiedergeburt von Atlantis Thera als Kolonie gegründet. Ja, und nun ist Thera ja unser Feind und wird uns auch entsprechend wahrscheinlich angreifen und uns das Leben schwer machen. Wir schauen uns jetzt mal die Karte an, wo wir Knossos neu aufbauen. Obligatorisch gehen wir wieder in den Pausenmodus, gehen auf die Übersicht und schauen uns die Minimap an. Ja, wir haben hier oben ganz im Norden die Küstenlinie. Ja, hier haben wir der Weg, der in die Karte mündet. Etwas wild. Fischgründe sehe ich hier auch. Gehen wir mal weiter Richtung Osten. Haben wir hier noch mehrere Fischgründe. Sandbänke. Ja, ist auch schon Ende. Dann haben wir hier einen Fluss, der hier im Norden in die See mündet. Oh, hier haben wir ein Marmorvorkommen. Dann ist aber hier auch schon wieder Feierabend. Ganz im Süden gehen wir jetzt wieder Richtung Westen. Dann haben wir hier Gesteinsformationen, Wild, etwas Holz. So, und dann haben wir hier ein kleines Plateau, wo wir fruchtbares Gebiet haben. Aha.
Das ist aber auch, glaube ich, das Einzige. Ne? Ja, und dann ist hier die Karte auch wieder zu Ende. Gehen wir wieder zurück. Ja, und wie so oft bei den Kolonie-Episoden, die Karte ist recht klein. Gut, dann schauen wir uns mal an, was wir alles so bauen und produzieren können. Natürlich können wir gehobene Wohnungen in Knossos errichten. Wir haben bei der Landwirtschaft leider keine Farmen und auch keine Viehzucht. Allerdings können wir bei den Plantagen Oliven kultivieren. Ja, und bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen und den Jagdhof. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Steinmetzwerkstatt und wir können Skulpturen und Olivenöl herstellen. So, hier ist alles klar. Ja, das ist auch alles klar. Wir können das Stadion errichten, also wir können unsere gehobene Wohnung schon recht weit entwickeln. Bei der Mythologie haben wir die Schmiede des Hephaistos und den Hain des Dionysos. Okay, bei Militär können wir unsere Stadt entsprechend komplett befestigen. Ja, und wir haben auch bei den Militärwerkstätten alle Bauoptionen, Tririemenhäfen, Waffenschmieden und den Pferdehof. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen wieder Prachtstraße und Allee. Ja, und einiges an Erholungsgebieten, um unsere Stadt zu verschönern. Gut, ja, wir können Olivenöl produzieren und Skulpturen und Marmor. Wir schauen mal, ob wir eins davon oder auch von mir aus mehrere irgendwie verkaufen können. Wir gehen auf die Weltkarte. Ja, Knossos hier auf Kreta. Wir haben natürlich unsere Verbündeten. Sparta haben wir in der letzten Episode ja erobert. Kauft bei uns Bronze und Oliven, verkauft uns Fleisch und Holz und wir kriegen 6 Holzbretter jährlich als Tribut. Wir haben unsere Heimatstadt Mykene. Kauft Holz, verkauft uns Bronze, Wolle und Olivenöl. Athen ist unser Vasall, haben wir auch in der letzten Episode erobert. Kauft Rüstungen und Skulpturen. Verkauft uns Marmor und Oliven und wir kriegen 8 Marmorplatten jährlich als Tribut. Dann haben wir den verbündeten Berg Aulip, kauft Wein und verkauft uns Holz. Der Berg Pelion ist unser Verbündeter, kauft Käse und Wein. Kyme ist mittlerweile auch unser Verbündeter, kauft Holz und Olivenöl, verkauft uns Fisch und Bronze. Themiskria ist unser Verbündeter, kauft Wolle, verkauft uns Marmor und Wein. Sidon ist unser Rivale, ist auch feindselig, braucht Olivenöl und Oliven, produziert Weizen und Wolle. Ja, Tyre hatten wir entsprechend auch erobert, ist aufsässig, kauft Skulpturen und Wein und verkauft uns Fleisch und Holz. Ja, dann haben wir natürlich hier im alten Ägypten unsere Rivalen Memphis, braucht Trauben, Wolle und Rüstung. Saqqara braucht Trauben und Olivenöl, produziert Marmor. Ja, und Theben braucht Skulpturen und produziert Weizen und Olivenöl. Dann haben wir Syrakusa als unseren Rivalen und Karthage. Die brauchen Bronze und Rüstung und produzieren Fisch und Wolle. Ja, dann haben wir hier noch Atlantis, da können wir gar nicht sagen, was die produzieren und was sie brauchen. Gut, ja, wir können Olivenöl verkaufen, wir könnten Wein verkaufen, wenn wir das Heiligtum für Dionysos bauen. Wir können allerdings auch Rüstungen und Skulpturen verkaufen, da müssen wir allerdings die Bronze einkaufen oder das Heiligtum für Hephaistos errichten. Also wir haben viele Möglichkeiten, was wir machen können. Tja, und was ist nun der Plan? Ja, Bauland ist hier knapp und wir müssen hier ein ziemlich großes Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen, damit wir eine schlagfertige Armee bekommen. Unsere 3 Rivalen im alten Ägypten sind doch militärisch gut aufgerüstet. Ja, und ich habe ganz übersehen, dass wir hier noch eine kleine Fläche haben, die landwirtschaftlich genutzt werden können. Die werden wir allerdings nicht nutzen, weil diese große zusammenhängende Landmasse nutzen wir tatsächlich, um unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufzubauen. Mal schauen, wie viel da wir unterkriegen. Hier in dem Bereich, wo wir unser Marmorvorkommen haben, bauen wir das Wohngebiet
der Arbeiter auf. Marmor brauchen wir eigentlich gar nicht so viel zu produzieren, weil wir damit gar nichts anfangen können, außer unser Heiligtum zu bauen. Ja, und hier auf diesem fruchtbaren Gebiet werden wir unsere Oliven kultivieren. Ja, und Olivenöl wird auch das sein, was wir entsprechend am meisten verkaufen können. Holz und Bronze müssen wir dann jetzt importieren und auch natürlich Wolle. So, damit wir doch ganz gut verkaufen, aber unsere Stadtkasse ist gut gefüllt. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir jetzt mal mit dem Aufbau unserer Kolonie Knossos. Ja, als erstes müssen wir natürlich wieder eine Verbindung zwischen den beiden Landteilen herstellen. Wieder mal ist es so, dass die Bauplätze für die maritimen Bauwerke doch recht gering sind. Und wir müssen ja Piere bauen. Als Insel haben wir leider keine Handelsposten. Ja, und wir brauchen natürlich auch Triremhäfen. Deswegen denke ich mal, bauen wir hier diese Verbindung. Hier kommen wir dran vorbei. Ich hoffe es doch zumindest. Ja, hier kommen wir durch. Ja, und so passt das ganz gut. Dann können wir jetzt hier tatsächlich unser Wohngebiet der Arbeiter aufbauen. Wir haben jetzt hier unser Wohngebiet der Arbeiter mal eingepasst. Es ist wirklich etwas schwierig, weil hier schon Kartenende ist. Ja, und wir hier diese Sandbänke haben. War nicht ganz so einfach, aber ich glaube, so passt es ganz gut. Wir bauen mal die Alleen auf. So ab hier geht es einmal bis hierhin. Und hier möchte ich die Klinik schon mal errichten. Hier noch eine Sperre errichten. So, und dann können wir hier die Allee bauen. Gut, hier können wir keine Allee bauen, weil es ist wirklich sehr knapp. Hier muss das Theater hin. Das passt nämlich genau noch hier hin und ihr seht schon, hier wäre dann Feierabend. Also das passt genau und dann können wir daneben noch Parzellen setzen. Was wir allerdings brauchen, ist natürlich wieder mal der Brunnen und der Architekt muss auch errichtet werden. So, und dann können wir schon mal hier die Parzellen ausweisen. Das passt nämlich dann sehr schön. Großes Wohngebiet, wobei ich überlege, ob wir hier noch einen Brunnen setzen. Das müssen wir gleich mal sehen, ob das nötig ist. Okay, so, der Pausenmodus können wir entsprechend mal aufheben. Wir gehen wieder bei Gewerbe und setzen die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf hoch. Gut, ja, und dann warten wir jetzt auf unsere Bürger. Ja, das ist uns klar. So, kommen sie von hier? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Habe ich den irgendwie übersehen? Ah, hier wo dieses Plateau ist, mit dem fruchtbaren Gebiet, ist auch noch ein Weg und von da wandern sie ein. Dann haben sie es ja nicht ganz so weit, ne? Ja, ich stelle gerade fest, wenn ich hier den Weg natürlich weiterbaue, ist das mit der Klinik natürlich hier doof. Ärgerlich. Mal eben umsetzen, nämlich so, und dann kann ich nämlich diesen Weg hier weiterführen. So. Ja, ich glaube, hier muss das Podium hin. Da kommt das Stückchen Allee mal hier weg. Ja, als nächstes, wie immer, erstmal Nahrungsmittelversorgung aufbauen. Wir haben hier Wildschweine. Da können wir direkt mit der Jagd beginnen. So, und hier können wir nämlich Lagerhäuser bauen. Das ist gar nicht schlecht. Wir brauchen natürlich ein Silo. Das passt ja alles gar nicht mehr hin. Und dann kann nämlich hier Jagdhöfe hin. Passt nämlich da direkt gut hin. Dann brauchen wir natürlich hier auch einen Architekten. Der passt hier hin. Ach, wunderbar.
Ausgangssperre nicht vergessen. Ja, mittlerweile haben wir schon 100 Personen in unserer Kolonie Knossos. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass Athen rebelliert. Ugh. Na gut. In der Zeit, wo wir jetzt hier unsere Nahrungsmittelversorgung aufbauen, beziehungsweise das erste Wild jetzt gejagt wird, da sehen wir unsere Jäger, werden wir mal hier diesen Weg weiterbauen, nämlich so. Und dann führen wir den hier an diesem Plateau vorbei. Wir müssen tatsächlich mit unserem Platz hier sehr haushalten. So, hier können wir hoch. Ja, das passt. Hier können wir Triremhäfen bauen und auch Piere. Das ist auch nochmal jetzt ganz interessant, dass Thera entdeckt wurde. Das ist, glaube ich, eigentlich nicht so schön zu wissen, dass jetzt dieser Militärstützpunkt der Atlantiden entdeckt worden ist. Ja, wir sollten noch mal gucken, welche Piere wir aufbauen. Und dann sollten wir auch noch mal schauen, wo wir die aufbauen. So, Athen ist ganz interessant. Die brauchen Rüstung und Skulpturen, produzieren Marmor und Oliven. Ich würde, glaube ich, überhaupt keine Marmorproduktion starten. Für das eine Heiligtum brauchen wir nicht viel, das kaufen wir dann ein. Und wir kriegen ja auch noch Marmor als Tribut. So, Sparta, da können wir das Holz einkaufen. Mykene, da kaufen wir die Wolle ein. Also Mykene brauchen wir auf jeden Fall. Da können wir auch Bronze einkaufen. Allerdings können wir da kein Holz verkaufen, weil wir Holz nicht produzieren. Tyre kauft Wein, da könnten wir auch Holz einkaufen. Könnten wir auch Skulpturen verkaufen. Also Tyre wäre sehr interessant. Ist auch aufsässig. Was ist denn hier los? Also Tyre, Mykene auf jeden Fall. Themiskria ist uninteressant. Kyme wäre interessant. Da können wir nämlich endlich unser Olivenöl mal verkaufen. Und Bronze einkaufen. Der Berg Pelion ist uninteressant und auch der Berg Aulib. Ja, könnten wir auch Wein verkaufen. Also, auf jeden Fall Mykene, Tyre und Kyme. Tyre und Kyme. Ja, das wären die drei, wo ich jetzt erstmal die Priorität setzen würde. Okay, Arbeitsmarkt, wow. Soweit eigentlich nicht schlecht. Dann können wir den Lebensmittelhändler schon mal aufbauen. Und die Lagerhäuser sollten wir auch schon aufbauen, wenn wir nachher unsere Tribute bekommen. Auf jeden Fall hier schon mal die 2. Die lasse ich jetzt erstmal so. Da können wir den Marmor hier schon entsprechend lagern. Fleisch kriegen wir gleich auch noch als Tribut. Den Marmor kriegen wir leider nicht, weil Athen ja rebelliert. Das ist natürlich ärgerlich. Mykene schenkt Weizen. Ah ja, Weizen hatten wir ja in der letzten Episode zur Verfügung stellen müssen. Das nehmen wir jetzt an. Dann haben wir jede Menge Nahrungsmittel. Okay. Ja, wir sollten dann tatsächlich mit der Olivenölproduktion mal beginnen. Ja, dann würde ich jetzt mal das hier so entsprechend verbinden mit dem Weg hier. So, okay, und hier kommen wir dann weiter. Ja, und hier müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen können. So, hier ist ja auch noch ein Aufgang, sehe ich gerade. Das ist nicht schlecht. So, da entwickeln sich unsere Wohngebäude weiter. Sehr schön. Ja, ich werde wahrscheinlich das Heiligtum des Dionysos bauen, weil den Wein könnten wir dann verkaufen und den Wein brauchen wir ja natürlich auch für unsere gehobenen Wohnungen. Ja, und da brauchen wir halt nicht so viele Ressourcen wie jetzt für das Heiligtum für Hephaistos.
Ja, das erste Pier sollten wir auch schon mal bauen, nämlich für Mykene, damit wir unsere Wolle einkaufen können. Ja, ich habe immer noch nicht so richtig mal geschaut, wo wir was bauen können. Also hier könnte ein Pier hin, hier kann ein Pier hin, ich glaube hier kann auch ein Pier hin. Da ist aber noch die Frage, wo wir unsere Triremen bauen, ne? Also hier könnten wir Triremen bauen, hier könnten wir aber allerdings auch ein Pier bauen, ne? Und, das habe ich ganz vergessen, ein paar Fischerhäfen sollten wir auch noch bauen, ne? Und hier passt zum Beispiel, glaube ich, ganz gut ein Fischerhafen hin. Das ist gar nicht so einfach. Allerdings hier passen auch noch welche hin. So, wie sieht es hier aus? Ja, das ist doch hier sehr gut für Triremen, oder? Hier passen welche hin, hier auch. Gar nicht so einfach. Naja, Weizen könnten wir ja auch noch einkaufen und auch Fisch, also Nahrungsmittel könnten wir gut einkaufen. Vielleicht verzichte ich auf die Produktion von Fisch oder nur wirklich an den Stellen, wo sonst nichts anderes gebaut werden kann. Also, Mykene. Ja, hier passt tatsächlich ein Pier hin. Könnten wir hier noch eine Brücke bauen? Oh, das finde ich ja gar nicht so schlecht, ne? Dann könnten wir aber da kein Pier mehr bauen. Auf der gegenüberliegenden Seite. Mal gucken, was hatten wir gesagt? Küme zum Beispiel. Ja. Na, wir können da leider keine Brücke bauen. Dann würden wir den Bauplatz für dieses Pier hier verschwenden. Okay, dann lassen wir das so. Dann würde ich aber trotzdem gucken, dass wir hier eine Brücke bauen, nämlich so. Das finde ich gar nicht schlecht. Sonst müssen wir so einen großen Umweg immer hier da bauen. Kommen wir denn hier jetzt hin? Also ist aber echt knapp hier, oder? Na, das passt auf jeden Fall schon mal hier. Dann passt doch hier ein Fischerhafen hin, oder? Jawohl. Optimale Platznutzung hier. So, und hier müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Wir müssen ja hier einen Architekten bauen. Der müsste dann hier hin. Passt das? Ja. Kommen wir mit dem Weg hier runter? Ja, kämen wir. Dann passt das aber nicht mit dem Podium. Oh, wir brauchen Mitarbeiter. Ja, okay. Da muss ich ein bisschen tüfteln. Ja, ich habe getüftelt. Es funktioniert nicht. Wir kriegen hier keine Verbindung hin, weil ich nämlich hier das Gymnasium bauen muss. Nämlich hier. Es passt nämlich genau noch hier hin. Dann muss das Stückchen Allee hier weg. So. Was wir allerdings machen können, wir können hier noch eine Brücke bauen. So. Das würde gehen, dann hätten wir hier nochmal eine Verbindung. Und hier könnten wir noch einen Fischerhafen aufbauen. Passt nämlich auch sehr schön, dann kann hier nochmal ein Architekt hin. So passt das ganz gut. So, und jetzt ist das neue Jahr angebrochen. Wir können unser Holz annehmen und wir können unsere Rinderhälften annehmen. Ja, dann haben wir schon mal jede Menge Nahrungsmittel. Ein bisschen Holz haben wir auch. Wer mich verehrt, der kann auf die Vorräte der Schmiede zurückgreifen.
Ja, Hephaistos, das wissen wir. Ach, es rebelliert Tyre. Ja, dann müsst ihr halt rebellieren. Da kann ich jetzt auch nicht zu. Mal abgesehen davon, dass hier unsere Vasallen rebellieren, beginne ich jetzt trotzdem mit unserer Olivenölproduktion. Dafür möchte ich aber noch ein Pier bauen. Nämlich das von Kyme, die unser Olivenöl auch einkaufen. So, wenn wir hier unsere Olivenölproduktion haben, wäre natürlich ganz gut, wenn wir hier ein Pier bauen. Dann müsste ich den Weg mal eben kurz hier anders bauen. Kühne hier. Das passt ganz gut, nur leider läuft mir jetzt wieder jeder hier durch. So. Dann geht das so und so. Ja, das müsste eigentlich passen. So, den Weg können wir hier schon mal so weiterbauen. Den verbinden wir hier mit dem anderen Weg. Sperre setzen. Architekt nicht vergessen. Wo kann der hin? Setzen wir ihn hier hin, dann muss man die Sperre aber nochmal hier erweitern. So, und jetzt fangen wir an. Erstmal stellen wir erstmal hier ein, dass Olivenöl verkauft werden kann. Naja, 12 ist jetzt auch nicht sehr viel, was wir hier verkaufen können. Aber wir können die Bronze hier einkaufen. Das ist gut, dann können wir hier Skulpturen und Waffen bzw. Rüstungen herstellen. Wir produzieren aber jetzt erstmal unsere Oliven. Ja, hier können wir Landarbeiterlager bauen. Das ist doch gar nicht schlecht. Wir führen den Weg trotzdem mal hier hoch. Weil wir werden bestimmt nicht das gesamte fruchtbare Gebiet hier nutzen für unsere Oliven. Sperre und wieder ein Architekt. Der passt hier hin. So, Olivenbäume. So, wir brauchen jede Menge Arbeiter, da wandern aber noch jede Menge Arbeiter ein. Wir müssen jetzt auch mal hier weiter parzellieren. Und dafür müssen wir noch mal kurz gucken. Also das können wir hier bis so, glaube ich, machen. Wir brauchen noch Platz für unser Podium. Baue ich mal so, dann kann hier das Podium hin, oder? Ja. Hier ist das Podium. Ja, das passt noch, genau. Da kommt hier das Steuerbüro hin. Ne, dann haben wir, glaube ich, alles. Ne? Dann können wir das hier auch mal einmal komplett parzellieren. Bis hier. Ja, der Anfang ist eigentlich nicht schlecht gemacht hier jetzt. Bin damit eigentlich ganz zufrieden. Wir sollten aber schon mal unseren Stadtpalast bauen. Ich denke mal, den Stadtpalast baue ich hier auf und hier auch das Heiligtum für Dionysos. Athen ist der einzige, der uns, glaube ich, Marmor verkauft, oder? Mal ganz kurz. Ach nee, Themiskria verkauft uns auch Marmor. Und geben die uns denn welchen? Oh, das ist doch schon mal schön. So, hier muss aber auch eine Sperre hin. Mittlerweile schon 500 Personen in Knossos. Ja, Arbeitsmarkt ist gut und Mykene schenkt uns Bronze. 6 Bronzebarren, die nehmen wir an. Vielen Dank und die Rebellion in Athen ist vorüber. Wie ich es ja vermutet habe. Okay, ja, Athen, das Pier brauchen wir auch. Nochmal ein kurzer Blick auf unseren Vasallen Athen. Also wir kriegen unsere Marmorplatten. Wir können den Marmor einkaufen und wir können die Rüstung und Skulpturen verkaufen. Ja, dann ergibt sich Folgendes. Hier kommt das Pier von Athen hin.
Da kaufen wir Bronze ein. Hier können wir Waffenschmieden bauen und dann kann man die Waffen, die wir produzieren, auch verkaufen, wenn man sie nicht gerade selber braucht. Ja, hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem und das ist natürlich schlecht. Dann sollten wir jetzt schon mal hier Olivenpressen bauen. Die würde ich hier gerne hier aufbauen. Passen sie nämlich alle wunderbar hin. 3 Stück, das reicht erstmal. So, Architekt, du musst aber hier auch nicht überall entlang gehen, ne? Das reicht, wenn du hier entlang gehst. Ja, und dann bauen wir doch noch ein Landarbeiterlager auf. Das passt nämlich dann jetzt hier hin. Ja, das Heiligtum für Dionysos wollte ich hier hinsetzen. Ja, kommen wir dann noch einmal drum rum. Ja, ich muss einmal erst immer überlegen, wie ich dieses Wohngebiet der gehobenen Wohnung baue, bevor ich hier entsprechend weiter plane. Das macht so keinen Sinn. Okay, überlegen wir mal. So, nach langer Tüftelei habe ich jetzt mal hier das Straßensystem für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufgebaut. Wir haben natürlich hier das Problem mit diesen Steinformationen. Hier werden später die Agroas hinkommen. Ja, und hier mit den Pier, was ich hier geplant habe, das würde zwar funktionieren, aber eine Wegeverbindung nach hier kriege ich, glaube ich, nicht hin. Und dann müssen wir tatsächlich so einen Umweg hier machen, aber diese Wegeverbindung müssen wir definitiv hinbekommen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das im späteren Verlauf der Episode errichten. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Okay, jetzt bauen wir doch dann mal unseren Hain des Dionysos. Den wollte ich jetzt hier hinbauen. Das können wir recht nah ranbauen. Können wir es direkt hier dran bauen? Na, ich würde es, glaube ich, so machen. So, verbinden. Dann Kunsthandwerkergilde kann hier hin mit dem Architekten. Na, das machen wir mal direkt anders. Weil ich würde nämlich genau gegenüber meinen Stadtpalast bauen wollen. Da muss ich mal eben kurz gucken. Wer mich erwählt, braucht sich nie wieder vor dem Feuer zu fürchten. So, passt der denn hier hin? Oh nein! Warum passt der denn nicht hier hin? Weil hier Kartenende ist. Und wenn wir die Straße versetzen, passt das dann? Ja. Also hier passt er dann hin, hier passt er nicht mehr hin. So passt er dann, ne? Ach, da muss ich die Kunsthandwerkergilde nochmal abreißen. Und dann bauen wir das so. Geht auch. Architekt, der kann Straße, können wir die rumführen? Trotzdem? Ne, das geht nicht. Gut, dann bauen wir die Kunsthandwerkergilde jetzt hier hin und auch da bauen wir den Architekten auf. Nämlich hier. Ach nein, einen Architekten möchte ich haben. So. Sperren nicht vergessen. So, wir kriegen wieder 8 Marmorplatten als Tribut. Auch das Holz kriegen wir. Sehr schön. Da haben wir jetzt mehr als genug an Baumaterial erstmal. So, dann würde ich sagen, ja, produzieren wir die Skulpturen für unser Heiligtum. Da brauchen wir nur 2. Ne? Okay, oh Gott, 20% Arbeitslosigkeit. Okay, dann bauen wir hier jetzt schon mal das Bildhaueratelier auf und
Wir brauchen natürlich auch noch ein Warenlager für Olivenöl. Ich glaube, die würde ich hier aufbauen, die Warenlager. Und die Rebellion in Tyre ist auch vorbei. Das ist sehr schön. Also, Warenlager. Dann bauen wir doch hier schon mal das Versorgungszentrum für die gehobenen Wohnungen auf. Und zwar beginnen wir mit einem Silo. 2 Warenlager. Oh nein, das passt da nicht mehr hin. Ja, dieses Kartenende ist echt doof. Dann müssen wir es so bauen. So, dieses Lagerhaus wird Wein annehmen und Rüstungen holen. Dieses Warenlager wird Olivenöl annehmen und Wolle holen. Ja, und dann hätten wir hier noch Platz für ein Warenlager. So, Oliven werden geerntet, das ist sehr schön. Ja, Nahrungsmittel haben wir eigentlich mehr als genug, das passt doch ganz gut. Ja, wir müssen aber erstmal verkaufen, bevor wir hier mit dem Bronzeimport beginnen. Ja, vielleicht macht es doch Sinn, wenn wir das etwas anders bauen hier. Ich würde dann doch den Weg so bauen. Für die Versorgung hier unserer Olivenpressen wäre der Weg, glaube ich, etwas besser. Dann kann der Architekt wohin? Hierhin? Ja, das geht auch. Allerdings brauchen wir hier noch einen Architekten, der jetzt hier hin kann. Gut. Ja, alles gar nicht so einfach hier. So, aber das erste Olivenöl ist schon in unserem Pier von Kyme. Wir können jetzt tatsächlich mal was verkaufen. Das ist doch schön, oder? So, und die erste Skulptur ist auch fertig. Allerdings haben wir jetzt keine Bronze mehr dafür, ne? Würde uns Kyme denn noch Bronze geben? Ja, das würde sie machen. Sehr schön. Ja, dann würde ich noch mal ein paar Olivenpressen bauen. Naja, ein paar ist gut. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Ich weiß. Passt hier noch eine hin? Nein, hier passt nichts mehr hin, ne? Ja, wir könnten das aber hier tatsächlich ein bisschen noch nach hier erweitern, finde ich. Nämlich so. Und dann kann man doch die Sperre für den Architekten hier hinsetzen. Und wir kriegen nochmal 6 Bronzebarren von Kyme. Vielen Dank. So, dann machen wir das doch so. Und hier machen wir das so. So, und jetzt sollten wir auch mal Wolle einkaufen. So, und dieses Warenlager wird hier die Wolle jetzt mal annehmen. Und dieses Warenlager soll eigentlich Olivenöl fordern. Das ist natürlich jetzt voll mit Baumaterial. Dann bauen wir nochmal ein zweites Warenlager auf. Hier, das passt nämlich genau noch hier hin. So, komm. Du wirst jetzt den Marmor holen, das Holz holen. So, da wird mir gerade schon wieder Oliven eingelagert. Das ist natürlich auch doof. So, das wird jetzt nur noch Olivenöl annehmen. Ja, der Weg ist natürlich mega weit hier, den unsere Ochsen karren mit dem Baumaterial.
gehen müssen. Aber wie gesagt, viel brauchen wir ja nicht an den Baumaterialien hier. Wir brauchen 28 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und die 2 Skulpturen. Trotzdem muss ich irgendwie den Marmor noch einkaufen, weil das dauert, glaube ich, ein bisschen zu lange. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Wir haben an Marmor 5. Das ist zu wenig. So, das können wir jetzt wieder umstellen. Nämlich nur noch annehmen. Ja, und Bronze, soll man die hier annehmen? Ne, die kann eigentlich direkt vom Pier zu den Gewerbestätten. Würde ich jetzt auch gerne allmählich mal Rüstungen produzieren wollen. So, den Wollhändler können wir schon mal hier auf der Agora aufbauen. Ja, damit habe ich befürchtet, dass Terra schon eine Invasion beginnt. Und zwar in einem Monat. Ja, wir haben ja Gott sei Dank genug Geld. Wir werden uns freikaufen müssen. So, diese Skulptur ist fertig. Das ist schön. Dann werden wir hier nochmal eben kurz Skulpturen noch annehmen. Dann kann die dorthin. Dann werden wir nämlich das Gewerbe für die Skulpturen ausschalten, beziehungsweise wir können die eigentlich abreißen. Also Skulpturen werde ich, glaube ich, nicht verkaufen. So viel Bronze kaufe ich nicht ein. Dann lieber Rüstungen verkaufen. So, Olivenöl wird jetzt verkauft. Das ist schön. Ja, wir reißen das mal hier direkt ab. Ich stelle mich gerade fest, dass da gerade Bronze eingelagert wird. Das ist schlecht. Ja, bringt er die Bronze wieder weg. Gut. Dafür können wir allerdings jetzt Waffenschmieden bauen. Nochmal 2 Stück. So, Terra beginnt die Invasion. Wir können uns mit 2750 oder 80, ich glaube es ist aber 50, Drachmen freikaufen. Was wir natürlich machen, ist das Geld schon wieder weg. Ja, wir müssen unbedingt jetzt mal ein bisschen Geld verdienen hier. So, die Wolle ist angekommen und wo wir gerade vom Geldverdienen sprechen, sollten wir auch mal unseren Steuereintreiber hier hinbauen. So, ja, die Steuern lassen wir auf normal. Ja, gut. Ja, wir haben Oktober, wir kriegen bald wieder unseren Marmor. Obwohl, da kommt wieder eine Ladung. Und es könnte sein, dass wir das Tempelgebäude schon fertig kriegen. Na, nicht ganz. 20 Marmorplatten brauchen wir noch, die 4 Ladungen Holz und die 2 Skulpturen. Ja, kaufen wir jetzt Marmor ein oder erbetteln wir uns den tatsächlich von Athen, die treu sind? Ja, komm. Och Gott, also bitte, doch nicht direkt verbittert sein. Ach. Nee. Kriegt er nix. Dann kriegen wir jetzt nochmal 6 und wir kriegen 8 als Tribut. Da fehlt uns immer noch ein bisschen was, ne? Ja, bevor wir die ersten Triremenhäfen bauen, müssen wir erstmal unser Heiligtum fertig kriegen, ne? Boah, mittlerweile schon 1000 Einwohner in Knossos. Passt denn hier noch ein Pier hin? Das würde mich interessieren. Zum Beispiel dann doch Athen. Oh ja, das passt aber gerade, ne? Der Berg Aulib greift Terra an. Ja, da könnt ihr lange darauf warten, dass wir euch da helfen. Ja, das ist ein bisschen knapp hier, ne? An dem, aber wäre durchaus möglich. Oh. Ginge aber auch hier. Ich muss ja hier irgendwie gucken, dass wir noch unseren Wein verkaufen können. Ne? Wir könnten hier allerdings auch noch Triremen bauen. Ja, und wir haben ja jetzt... Sie haben mich zu ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu ihrem Feind.
Ja, das hat uns gerade noch gefehlt, dass uns Poseidon jetzt angreift. Oh. Gott sei Dank habe ich noch keine Triremen gebaut. Allerdings habe ich jetzt hier Olivenöl. Oh, wir kriegen unsere Tribute. Ja, Bronze können wir dann nicht mehr einkaufen. Der Handel ist dann über ein Jahr nicht mehr aktiv. Oh, ist das anstrengend. Gut, dann würde ich jetzt hier das mal entsprechend leeren und dann fordern wir mal das Olivenöl hier an. Hier, ja. Hier kann schon mal welches geholt werden. Brauchen wir jetzt nicht viel, 12 oder 8 reicht auch. Das gilt auch hier für die Wolle. Achso, da habe ich auf Annehmen gestellt. Ja, aber 32 müssen wir jetzt hier auch nicht annehmen, ne? Gut, das hat er mit dem Einkauf von Marmor sich sowieso erübrigt. Da können wir jetzt sowieso erstmal nichts machen. Fischerhäfen werden zerstört. Da kommt auch schon Poseidon angewackelt. So, wir kriegen nochmal 12 Marmorplatten von Athen. Oh, das ist schön. Dann haben wir nämlich genug für unser Heiligtum. Das gefällt mir. Ach, wie anstrengend. Wer mich erwählt, braucht sich nie wieder vor dem Feuer zu fürchten. Gut, das machen wir mal alles weg hier. Gut, dann macht er sich wieder von dannen. Hat er jetzt unsere Fischerhäfen nicht verflucht? Ja, ich weiß. Das könnt ihr gerne machen, aber es wird nichts bringen. Nee, er hat sie nicht verflucht. Das ist interessant. So, Mykene kommt wieder hier hin und dann auch wieder unseren Fischerhafen. Gut, Handel können wir jetzt gerade nicht. So, hier muss auch keine 12 Einheiten Wolle eingelagert werden. Das ist viel zu viel. So. Okay. Können wir schon das Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen? So, hier, das sieht soweit ganz gut aus. Arbeitsmarkt. Oh ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen die Agors schon mal auf. So und so. Dann brauchen wir Prachtstraßen. Schon mal bis hierhin, ne? Und so. Ja, da kann ein Stück Allee hin. Hier auch. So, dann könnten wir müssen erstmal unser kulturelles Angebot hier aufbauen. Ja, hier würde ich jetzt Alleen bauen. So. Ja, und dann passen die Prachtstraßen so hin. Ja. Okay, dann können hier, wie immer, die Gymnasien hin. Hier kommt das Theater hin. Und dann bauen wir hier die Podien auf. So. Ja, und dann geht leider nämlich hier keine Straße mehr entlang. Es sei denn, man führt sie hier tatsächlich an die kulturellen Gebäude. Was aber doof ist. Na, mal schauen. Bin auch nicht so ganz
im Klaren, wie ich das konzipieren möchte. Was wir allerdings brauchen, ist natürlich eine Schauspielschule. Ja. Ja, bauen wir die hier hin am Ende unserer Stadt. Oder bauen wir sie hier hin? Oh, wir kriegen von Mykene Bronze geschenkt. Später. Ja, ich habe immer noch kein Warenlager für Bronze. Ja, komm. Das kann hier eingelagert werden, wo wir Wolle einlagern. Ja, ein bisschen Wolle haben wir noch hier, ne? Ja, müssen wir wieder einkaufen, sobald der Seehandel wieder vonstatten geht. So, ja, wir geben im Moment jetzt richtig viel Kohle aus hier. Aber egal. So, komm jetzt. Schauspielschule. Wir bauen die dann jetzt doch hier hin. So, und das Podium. Nein, die Philosophenschule kommt hier hin. So. Ja, das ist mir klar. Wir könnten jetzt schon mal die ersten gehobenen Wohnungen aufbauen, ne? So, wir nehmen die Bronze an. Vielen Dank. Waffen haben wir auch schon da. Das ist doch gar nicht schlecht. Hier noch ein Stückchen Allee wegen dieser Felsen. Na komm. Dann können wir das jetzt auch so bauen, ne? Ja. Ja, hier kriegen wir leider keine gehobene Wohnung unter. Aber ich würde auch jetzt erstmal in der Mitte anfangen damit. So, Bevölkerungsdenkmal. So. Und dann wirklich die ersten gehobenen Wohnungen hier aufbauen. Jawohl. Na. Mitten durchs Baugebiet. So, das reicht aber erstmal. Mit Wolle müssen wir nämlich jetzt ein bisschen aufpassen. So, wir brauchen definitiv hier natürlich das Steuerbüro. Ja, das kann dann jetzt tatsächlich dann hier hin. Ja, nehmen wir das mal hier weg. Dankeschön. So, den Waffenhändler bauen wir natürlich direkt hier auf. Waffenhändler würde ich haben, keine Waffenschmiede. So, wo ist der Waffenhändler? Hier. Nein, ein Gebäude ist eingestürzt. Ich habe tatsächlich vergessen, einen Architekten hier zu bauen. Oh nein. Der kann hier hin. So. Das ist ärgerlich. So, wir wollten aber einen Waffenhändler bauen, ne? So. Hier muss auf jeden Fall eine Sperre hin, nämlich hier. So, mittlerweile ist unser Heiligtum für Dionysos fast fertig. 4 Marmorplatten brauchen wir noch. Und ja, unser Waffenhändler hat auch schon die ersten Waffen geholt. Dann können sich hier die gehobenen Wohnungen auch weiterentwickeln. Ja, und sobald wir wieder Waren verkaufen und einkaufen können, dann starten wir mal den Bronzeimport und werden etwas mehr Waffen produzieren, um auch die ersten Triremen hier aufzubauen. Naja, der Anfang war doch recht anstrengend. So, der Arbeitsmarkt, 20 Arbeiter brauchen wir. Ja, und dann würde ich jetzt hier auch das Podium bauen. Das kommt ja hier hin. So, hier kann noch eine Parzelle ausgewiesen werden.
Ja, aber wir müssen definitiv nochmal irgendwo eine Philosophenschule und auch eine Schauspielschule bauen. Das bringt nichts, das ist viel zu weit weg. Wir verlängern mal hier diesen Weg. Ja, soweit nicht, weil hier ist ein Aufgang. Dann würde ich das tatsächlich auch nochmal hier auf jeden Fall jetzt eine Philosophenschule bauen, nämlich hier. Ja. So, wir können natürlich wieder jetzt das Olivenöl hier verkaufen. Ich hoffe, dass wir bald wieder hier verkaufen können. Wir haben nämlich keine Wolle mehr. Mykene ist treu. Ja komm, gib uns bitte nochmal Wolle. Ja, und unser Heiligtum für Dionysos ist fertiggestellt. Ich würde jetzt tatsächlich hier nur einen Weg ranführen, nämlich so. Und wir können ja jetzt die Kältereien bauen. Dann würde ich 2 Stück hier hinbauen. So. Landarbeiterlager haben wir hier. Da würde ich jetzt nochmal ein Landarbeiterlager bauen wollen. So. Das sollte eigentlich reichen. Dann können wir hier den Wein produzieren. Und den Wein könnten wir jetzt erstmal verkaufen. So, der Berg Aulib kauft jede Menge Wein. Da könnten wir auch noch Holz einkaufen. Das ist gut. Und dann das Pier vom Berg Aulib. Oh, Gott sei Dank. Der Seehandel kann wieder aufgenommen werden. Sehr schön. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Sehr schön. So, dann könnte man das Pier dafür hier hinbauen. So, die Sperre muss natürlich versetzt werden, beziehungsweise kann komplett weg. Ja, dann würde ich aber Folgendes machen. Kunsthandwerkergilde brauchen wir nicht mehr. Dann würde ich den Architekten auch versetzen. Der kann hier mit hin. So. Und dann kann die Sperre nämlich hier hin. So, wir könnten, warte mal, gucken. Hier kann Wein angenommen werden. Ja. Dann könnten wir doch Dionysos mal bitten um Wein. Menschenskind, wie kann es eine Stadt ohne Wein geben? Ja. Wunderbar. Und hier verkaufen wir direkt den Wein. Ja, Gott sei Dank. Wolle wird wieder eingekauft. Das ist auch wichtig. Wir haben nämlich schon eine Rückentwicklung. So, wir kriegen aber nochmal 12 Stränge Wolle. Da ist sie jetzt. Oh, Gott sei Dank. Dann erholt sich das und ich möchte jetzt die erste Trireme bauen. Hier passt tatsächlich ein Triremhafen Wer hin. mich erwählt, braucht sich nie wieder vor dem Feuer zu fürchten. Nämlich hier. Dafür müsste ich den Weg etwas umbauen. Passt sie tatsächlich dahin? Mit meiner Brücke dort bin ich noch nicht ganz so sicher. Doch, passt. Wunderbar. Es brennt, eine Waffenschmiede. Da kümmern wir uns später drum. Und in 4 Monaten beginnt Terra wieder eine Invasion. Ja, da werden wir uns wieder freikaufen. So, jetzt müssen wir allerdings auch Bronze einkaufen. Ne? Das können wir ja hier machen. Naja, 12 ist jetzt nicht sehr viel. Ich glaube, da bräuchten wir nochmal einen anderen Handelspartner. Das ist ja Mykene. Ja. Aber wir kaufen jetzt erstmal nur hier ein. Dann bauen wir noch eine Waffenschmiede.
Ja, Marmor können wir jetzt verschenken. Jetzt, wo wir wieder Wolle einkaufen können, können wir unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung weiter aufbauen. Prachtstraßen. Hier, dann haben wir das jetzt hier vollzählig. Und dann brauchen wir aber noch ein Denkmal hier, ne? So, ja. Hätten wir doch eine Prachtstraße hier bauen können. Das kann man natürlich auch noch verändern, ne? Machen wir erstmal die 3 jetzt hier. So, das Olivenöl haben wir jetzt hier alles komplett verkauft. Na, dann bauen wir noch eine Olivenpresse. Unsere Trireme wird gebaut. Wunderbar. Und dann müssen wir aber auch den Triremenhafen direkt entsprechend die Mitarbeiter nach Hause schicken. Das stellen wir aber nochmal ein. Hier sollen 6 eingelagert werden. Ach ja, das Holz könnten wir natürlich dann auch verkaufen, wenn wir jetzt keine Triremen mehr bauen wollen. Ja, in einem Monat wird Terra uns angreifen. Mykene schenkt uns nochmal Bronze. Vielen Dank. So, ja. Dann geht ihr mal nach Hause. Ja, das hat sich hier auch wieder sehr gut entwickelt. So, ich wollte ja hier auch noch Triremenhäfen bauen. Ja, Terra beginnt die Invasion. 6500 Drachmen könnten wir zahlen. Das müssen wir auch, weil noch haben wir leider keine starke Armee, um es hier zu verteidigen. Ja, wir wollten ja hier Triremenhäfen bauen. Dann muss ich gucken, wie ich hier die Straße drumherum führen kann. Ja, das geht. Okay. Dann würde ich hier eine Sperre setzen wollen. Und dann bauen wir hier einen weiteren Triremenhafen. Da passen sogar 2 hin, ne? Dann muss ich nur die Straße hier etwas anders bauen. Nämlich so. Ah, das passt doch ganz gut. Dann bauen wir das so hier rüber. Und hier könnten wir noch ein Pier bauen, gegebenenfalls. Weil wir brauchen ja auch noch Weizen für unsere Pferdehöfe, ne? So, Bronze kaufen wir jetzt erstmal nicht ein. Da haben wir von Mykene ja Bronze geschenkt bekommen. So, der Arbeitsmarkt erholt sich allmählich wieder. Ja, komm, bauen wir noch eine, aber auch dann die letzte Olivenpresse hier auf. Ja, Weizen. Ja, wir könnten unseren Rivalen Sidon angreifen. Da könnten wir auch noch Olivenöl verkaufen. Das ist nicht schlecht. Memphis ist uninteressant. Das ist uninteressant. Ja, Theben hat natürlich auch Weizen. Aber ich glaube, wir sollten Sidon als erstes angreifen. Und dann können wir da noch Olivenöl verkaufen und können den Weizen einkaufen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen hier weiter aufrüsten. So, ja komm, dann bauen wir hier weitere gehobene Wohnungen auf. Nochmal die letzten 3. Dann haben wir das doch hier schon mal sehr schön hingekriegt. Das gefällt mir. Und hier müssen wir mal gucken, was wir hier unterkriegen. Hier kriege ich nur noch eine hin. Okay. Tja, wenn die da weggehen, könnte man eventuell hier 2 hinbauen.
Ja, und hier könnten wir einmal komplett die Reihe noch mit gehobenen Wohnungen füllen. Nahrungsmittelversorgung sollte eigentlich reichen. Ja, und das reicht. Ja, und ich denke, wir brauchen nicht mehr Oliven anpflanzen. Das reicht, glaube ich. Unsere Reben werden geerntet. Also das ist auch alles entsprechend hier versorgt. Ja, und die 2 Kältereien, die reichen auch dicke aus. Im Moment brauchen wir noch keinen Wein für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Allerdings sollten wir auf der Agora jetzt tatsächlich auch die anderen Händler hier aufbauen. Tja, den Weinhändler könnte man eigentlich auch schon aufbauen. Na komm, bauen wir hier Parkanlagen hin. Das ist etwas günstiger, als jetzt hier die Prachtstraßen noch zu bauen. So, ja komm, bauen wir den nächsten Triremhafen. Dann brauchen wir noch einen Architekten hier. Der kann hier hin. Wir haben unsere Stadt jetzt hier ziemlich gut aufgebaut. Die Grundvoraussetzungen sind gegeben. Allerdings müssen wir sie noch weiterentwickeln und vor allem müssen wir unseren Zielen auch mal etwas näher kommen. Das wird noch einige Zeit beanspruchen. Diese Zeit nehmen wir uns allerdings im zweiten Teil dieser doch sehr anspruchsvollen und langwierigen Episode. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.